Stell dir vor, du wachst eines Morgens auf und liest die Schlagzeile. Washington hat einen Plan. Schuldenabbau mit Gold und Krypto. Klingt nach Science Fiction? Ist es nicht. Es ist die logische Eskalation eines Problems, das längst außer Kontrolle geraten ist. Die USA sitzen auf einem Schuldenberg von weit über 30 Billionen Dollar. Allein der Zins frisst Jahr für Jahr immer größere Teile des Staatshaushalts. Milliarden, die nicht mehr in Infrastruktur, Bildung oder Sicherheit fließen. Und wenn die größte Volkswirtschaft der Welt beginnt, mit Gold- und Bitcoin-Bewertungen ihre Bücher zu schönen, dann betrifft das nicht nur Amerikaner. Es betrifft uns alle, auch in Europa, weil Dollar und Euro eng miteinander verflochten sind. Was dort passiert, schlägt direkt auf unsere Ersparnisse, unsere Altersvorsorge und letztlich auch auf die Stabilität des Euro durch. Auch sucht man in Washington nach Hebeln, die groß genug sind, um eine Volkswirtschaft zu bewegen. Und zwei dieser Hebel heißen Gold und Bitcoin. Bevor wir tiefer in Trumps Gold- und Kryptoplan eintauchen, lass mich dir kurz etwas mitgeben. Wenn die USA heute Gold und Bitcoin brauchen, um ihre Schuldenkrise zu überleben, was glaubst du, bedeutet das für dein Vermögen? Für deine Ersparnisse, deine Rente, dein Depot? Die Wahrheit ist, Fiat-Geld ist politisch und die Risiken steigen. Genau deswegen habe ich das Intensivseminar, das Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B, entwickelt. In Zürich bekommst du an 2 Tagen die komplette Strategie, wie du dein Vermögen aus der Schusslinie bringst. Raus aus der Eurozone, geschützt vor Vermögensabgaben, digitalem Euro und neuen Schuldenkrisen. Wir sprechen über Zweitpässe, Auslandskonten, steueroptimierte Strukturen und reale Fluchtwege für dich und deine Familie. Dein Partner ist kostenlos dabei. Und im Ticket ist die Jahresmitgliedschaft im New Horizons Club enthalten. Die Termine findest du auf unserer Website. Der Link ist unten in der Beschreibung. Die Plätze sind begrenzt. Sichere dir dein Ticket rechtzeitig. Und jetzt zurück zu Trumps Schuldenplan. Bevor wir in die Mechanik einsteigen, ein kurzer Blick auf die Maschine selbst. Der Staat kassiert Steuern, gibt mehr aus, als reinkommt und überbrückt die Lücke mit neuen Schulden. Je höher die Zinsen, desto teurer der Schuldendienst. Klingt banal, wird aber brandgefährlich, wenn Zins und Schulden gleichzeitig steigen. Die unausgesprochene dritte Finanzierungsquelle der letzten Jahre war das Drucken von Geld durch die Notenbank. Das schafft kurzfristig Luft und langfristig Inflation. Genau hier setzen die neuen Ideen an. Kann man statt immer neuer Schuldscheine nicht harte Assets zu Geld machen, ohne sie zu verkaufen? Variante 1: Gold aufwerten. Die USA lagern seit Jahrzehnten physisches Gold in ihren Tresoren. In der staatlichen Buchhaltung steht dieses Gold aber mit einem antiken Wert von $40 pro Unze in den Büchern. Grob gesagt wie ein Oldtimer, der seit 50 Jahren zum Neupreis von damals geführt wird. Die Idee: Man passt den Bilanzwert an die Realität an. Kein Gramm Gold verlässt den Tresor. Man schreibt in die Bücher: Unser Gold ist jetzt so $3.300 pro Unze wert. Aus 11 Milliarden bilanziellen Altgold werden auf dem Papier plötzlich Hunderte Milliarden an Vermögen. Gegen dieses Vermögen kann das Finanzministerium eine Art Zertifikat bei der Notenbank hinterlegen und sich im Gegenzug frische Dollars gutschreiben lassen. Kein Kredit im klassischen Sinn, eher ein Tausch. Hier ist unser Goldanspruch: Gib uns dafür Liquidität. Diese Technik ist nicht ganz neu. In den 1930ern wurde der offizielle Goldpreis angehoben, um fiskalische Luft zu schaffen. Damals funktionierte das, weil es die Bilanz stärkte, ohne Gold zu verscheuern. Variante 2: Ein Bitcoin-Reservekonzept. Jahrzehntelang hat der Staat beschlagnahmte Kryptobestände meist zügig versteigert. Die neue Denke lautet: Nicht mehr sofort verkaufen, sondern halten, wie eine strategische Rohstoffreserve. Auch hier gilt die Logik der Bilanz. Wenn du einen anerkannten, knappen Vermögenswert hältst, kannst du ihn bewerten, zu einem Referenzpreis, verpfänden und dir dagegen Liquidität verschaffen. Steigt der Wert, steigt die Leverage und du kannst mehr Dollars gegen dasselbe Asset ziehen, ohne die nominelle Staatsschuld auszuweiten. Fällt der Wert, wird's heikel. Dazu gleich. Variante 3: Eine Art Krypto-Gold gekoppelte Stablecoin-Architektur. Die Idee: Zahlungsäquivalente schaffen, die mit hartem Kollateral, Gold, Bitcoin, hinterlegt sind, um die Geldmenge in der Realwirtschaft zu erweitern, ohne jeden Dollar direkt als neue Staatsschuld zu buchen. Theoretisch elegant, praktisch ein Minenfeld aus Regulierung, Technik und Vertrauen.
Klingt clever? Ist es auf dem Papier. Doch jede dieser Ideen trägt ein doppeltes Risiko: Marktpreis und Vertrauenspreis. Stell dir die Notenbankbilanz wie eine Bühne vor. Vorn tanzen die Dollars, hinten stehen die Requisiten. Gold, Treasuries, eventuell Bitcoin. Wenn die Requisiten an Wert verlieren, wirkt das ganze Stück wackelig. Eine Gold- oder Bitcoin-Neubewertung schmeichelt der linken Bilanzseite, solange die Preise nicht kippen. Fallen sie stark, schrumpft die Deckung, das Publikum, Investoren weltweit, wird nervös. Und am Ende muss die Notenbank genau das tun, wovor alle Angst haben: noch mehr Geld ins System pumpen, um Stabilität zu zeigen. Mehr Geld heißt potenziell mehr Inflation, weniger Kaufkraft. Es ist ein Tauziehen zwischen Bilanz aufhübschen und Vertrauen erhalten. Was heißt das für dich? Für dein Geld, deine Freiheit, deinen Plan B? Erstens, versteh die Spielregeln, bevor du mitspielst. Staaten können Bilanzen umschreiben, du nicht. Dein Schutz ist Diversifikation in Dinge, die außerhalb reiner Papierlogik existieren, und eine Struktur, die nicht an einer einzigen Steuerjurisdiktion hängt. Zweitens, Gold Repricing und Kryptoreserven sind Signale, keine heiligen Grale. Sie zeigen, dass selbst Supermächte harte Assets als Anker benötigen. Genau deshalb gehören für Privatanleger Bausteine in die Vermögensarchitektur, die nicht aus einer einzigen Ertragsquelle leben. Sachwerte, Edelmetalle physisch, Immobilien mit Cashflow, Unternehmensbeteiligungen, Aktien, ETFs und, wenn du die Volatilität aushältst, ein bewusst dosierter Kryptoanteil. Aber mach es smart. Wenn du in einem Nullsteuerland sitzt wie die VAE und direkt US-Dividenden kassierst, zahlst du oft 30% Quellensteuer. Hältst du US-Aktien über einen irischen ETF, greifst du auf die irischen Doppelbesteuerungsabkommen zu. Ergebnis: nur etwa 15% Quellensteuer im Fonds, ohne dass du selbst ein DTA brauchst. Das ist gelebte Geopolitik im Depot. Drittens, Liquidität ungleich Sicherheit. Nur weil Washington per Bilanztrick mehr Dollars mobilisieren kann, wird dein Einkauf nicht billiger. Im Gegenteil, Liquidität sucht Rendite, Rendite treibt Preise, Preise drücken Kaufkraft. Wer nur in Cash sitzt, verliert still. Wer nur auf ein Narrativ setzt, alles in Gold, alles in Bitcoin, riskiert Klumpenrisiko. Die Antwort ist kein Dogma, sondern ein Portfolio mit redundanten Tragflächen. Viertens, denk in Ebenen. Vermögen, Vehikel, Verankerung. Vermögen. Wie teilst du 1 Million sinnvoll auf? Ein mögliches Gerüst: 35 bis 45% globale Aktien oder ETFs, ausschüttend oder nicht je nach Wohnsitz. 10 bis 15% physisches Gold, Silber, 10 bis 15% Qualitätsimmobilie mit Nettomiete auch im Ausland, 5 bis 10% Bitcoin, Ether kalt gelagert, der Rest in kurzlaufender, solider Liquidität in vertrauenswürdigen Jurisdiktionen. Vehikel: nutze Holding- und Fondsvehikel, die Quellensteuer minimieren und Rechtssicherheit maximieren. Irische ETFs für US-Exposure. Bei größeren Tickets professionelle Strukturen mit Substanz. Verankerung: Steuerresidenz und Aufenthaltsrechte, die Flexibilität schaffen. Non-Dom-territoriale Systeme in Europa, Afrika, Asien, Backpocket-Residenzen ohne Mindestaufenthalt. Als Plan B Länder mit stabiler Bankenlandschaft für Brokerage und Cash-Reserven. Fünftens, Szenario-Denken statt Wunschdenken. Was, wenn Gold 30% fällt? Was, wenn Bitcoin halbiert? Was, wenn Zinsen wieder steigen? In jedem dieser Szenarien brauchst du Einkommensquellen, die davon unabhängig laufen. Mieteinnahmen, Dividenden aus globalen Unternehmen, unternehmerische Cashflows. Märkte schwanken, Cashflows stabilisieren. Und wenn die Notenbank die Bühne neu malt, willst du Zuschauer sein, nicht Requisite. Sechstens, verwechsel Aufwertung nicht mit Wertschöpfung. Wenn Staaten Gold teurer in die Bücher schreiben, wird dadurch keine einzige Maschine gebaut, kein Kind unterrichtet, keine Straße repariert. Es ist Bilanztechnik. Wertschöpfung entsteht, wenn Kapital in Produktivität fließt. Deswegen sind Aktien, echte Beteiligungen an echter Wertschöpfung, langfristig dein Freund. Nicht als Zock, sondern als System. Siebtens, Recht schlägt Rhetorik. Wenn Regierungen neu definieren, was Geld ist, Stichwort Gold, kryptogedeckte Stablecoins, wirst du Paragraphen brauchen, keine Parolen. Doppelbesteuerungsabkommen, Quellensteuern,
Meldepflichten, Substanzanforderungen. Wer hier schlampig strukturiert, verliert Rendite oder Schlimmeres. Gute Struktur ist keine Esoterik, sondern Rendite- und Risikofaktor. 8. Timing ist ein Tyrann. Du wirst niemals perfekt ein- oder aussteigen, weder in Gold noch in Bitcoin noch in den MSCI World. Du gewinnst, indem du Regeln hast. Staffelkäufe, Rebalancing, klare Ober- und Untergrenzen für volatile Bausteine, Cashquote nach Plan statt nach Panik. 9. Freiheit ist ein System, kein Gefühl. Ein Konto in einer zweiten Jurisdiktion, ein Brokerage-Konto im Ausland, eine oder zwei belastbare Aufenthaltsgenehmigungen, ein Notfall-Setup für 6 bis 12 Monate Lebenshaltung, in harter Währung, ein Netzwerk aus Bank, Anwalt, Steuerberater außerhalb deines Heimatstaats. Baue das, solange die See ruhig ist. Und jetzt spulen wir zurück zur Ausgangsfrage. Was, wenn Washington Gold aufwertet, Bitcoin hortet und Stablecoins mit hartem Kollateral zulässt? Beste Fallwelt. Die Bilanz gewinnt Vertrauen, die Wirtschaft atmet durch, Märkte steigen, dein diversifiziertes Portfolio profitiert, besonders die Sachwerte. Schlechteste Fallwelt, Kollateral fällt, Notenbankbilanz erodiert, es wird noch mehr Geld gedruckt, die Inflation zündet wieder. Dann gewinnen knappe, schuldenfreie Assets, reale Cashflows und internationale Strukturen. In beiden Welten verliert der unstrukturiert, ungeschützt und undiversifiziert ist. Du musst keine Regierung sein, um wie eine Bilanz zu denken. Du bist deine eigene Zentralbank. Du entscheidest, welches Kollateral du hältst, welche Währung du bevorzugst, welche Risiken du akzeptierst, welche Renditen du anstrebst. Deine Goldaufwertung ist die Entscheidung, echte Werte in dein Leben zu holen und Papierlogik nicht zur einzigen Wahrheit zu machen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.